Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Das hier ist ein Projekt, das schon sehr lange auf der Liste stand. Letztes Jahr war ich beim Herrn der alten Welt und wir haben ein Mehrspieler-Szenario gespielt, in dem Tiermenschen gegen Imperium und Hochelfen angetreten sind. Während des Gefechts wurde eine Einheit Musketenschützen bis auf 4 Mann komplett vernichtet. Diese 4 Schützen sammelten sich aber jedes Mal nur um zu schießen und dann wieder zu fliehen. Nach dem Spiel entstand die Idee, diesen 4 Schützen einen etwas anderen Charakter zu geben, und wie ihr euch sicher denken könnt, kamen mir die 3 Musketiere in den Sinn. Mit D'Artagnan sind es dann 4. Die Ausgangsmodelle sind die Grollbringer Kavalleristen von Escipion Digital Store. Die Köpfe kommen von Last Sword Miniatures und die Mäntel, die die Jungs nachher tragen werden, kommen von Victrix. Das sind auch die einzigen Teile, die nicht aus dem Drucker stammen. Wie immer geht der Umbau mit Abrissarbeiten los. Aufgrund des Designs ist die Kopf- und Halspartie sehr stabil, also säge ich sie von 2 Seiten ein und trenne den Kopf danach mit der Zange ab. Anschließend wird die Stelle geglättet. Danach trenne ich den linken Arm ab, denn unser Musketier soll ja schließlich eine Pistole haben, um später ein Pistolier zu werden. Der Kopf ist von Last Sword Miniatures und eigentlich für Musketiere gedacht, deswegen hat er auch diesen schicken Hut. Allerdings muss der Hals unten ein Stück gekürzt werden, damit er eben auf die neue Figur passt. Anschließend bohre ich ein Loch in den Hals, setze einen Messingstift ein, um schließlich dann auch ein Loch in den Körper zu bohren, in das dann der Kopf eingesetzt wird. Es folgt eine kurze Überprüfung, wie das Ganze mit dem Umhang aussieht. Zum Abschluss wird der linke Arm ersetzt. Der stammt von Wargames Delivered und gehört zu Kürassieren aus dem 16. Jahrhundert. Durch das Druckprogramm konnte ich ihn von rechts auf links spiegeln und so hat der Musketier jetzt eine Pistole in der Hand. Natürlich wird zum Abschluss geprüft, wie alles zusammengesteckt aussieht. Beim zweiten Reiter trenne ich zuerst den linken Unterarm ab, denn den möchte ich gerne so bauen, dass es aussieht, als ob er die Pistole in Bereitschaft hält. Danach folgt der Kopf und auch wie beim ersten Reiter wird dann hier die Stelle entsprechend geglättet. Wie beim ersten Modell und auch bei allen folgenden kommt wieder der Arm eines Kürassiers zum Einsatz. Der Arm wird knapp unter der Schulter abgetrennt, so dass er zur Miniatur passt, und dann folgt die Feinarbeit mit der Feile. Wie vorher auch wird alles mit Messingstiften verbunden und ineinander gesteckt. Wie beim vorherigen Modell wird der Kopf an den Körper angepasst, es wird ein Loch in den Hals gebohrt und in den Oberkörper, damit die Teile verbunden werden können, und es folgt eine erste Probe, wie alles gemeinsam aussieht. Beim 4. Modell ersetze ich nicht zuerst den Kopf, sondern die linke Hand. Die wird sowohl an dem Arm des Kürassiers als auch am Arm des Reiters direkt am Handgelenk abgetrennt und wie üblich mit Messingstiften verbunden, aber noch nicht festgeklebt. Die Kopfpartie wird wie gehabt von beiden Seiten angesägt und anschließend mit der Zange entfernt. Es folgt wieder die übliche Arbeit des Löcherbohrens, Messingstift einsetzen und alles zusammenstecken. Beim letzten Modell habe ich das Ganze hier mal beschleunigt, denn die einzelnen Schritte sind wie bei den vorherigen 3 Figuren dieselben. Es werden die entsprechenden Teile abgetrennt, Löcher gebohrt und die neuen Teile einfach angebracht. Und so sehen die 4 Musketiere dann fertig beritten aus.
Die Farben der Gürtel und Federn habe ich dem alten Die drei Musketiere von 1948 mit Gene Kelly entnommen. Wie fast alle Filme aus dieser Zeit ist er im Technicolor-Verfahren gefilmt und entsprechend sind die Farben sehr, sehr knallig. Ein paar von euch kennen den Film vielleicht und die wissen, wovon ich spreche. Von links nach rechts haben wir jetzt Athos, Porthos, Aramis und natürlich D'Artagnan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.